Guten Tag, mein Name ist Thomas Kubatsch, ich bin einer der Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier am Steuer unseres bekannten ARI 345, aber hier bei dieser Variante haben wir eine Kabine hinzugefügt und zum i-Tüpfelchen noch eine Retro-Kabine, und die Details zu diesem Fahrzeug schauen wir uns jetzt gleich mal genau an. Ja, starten wir doch vorne genau an der Retro-Front, um die es hier auch in dem Video gehen wird. Also das Fahrzeug ist hier ein Fahrzeug ARI 345 mit Retro-Front und hinten einen Verkaufsaufbau. Dieser Verkaufsaufbau kann dann zu 3 Seiten geöffnet werden und kommt hier in einer Sonderlackierung. Der ist wirklich alles lackiert, nichts verliert oder sowas. Hier schauen wir uns gleich mal die sogenannte Beifahrerseite an. Ich meine, vorne sitzt ja eh nur einer, also dann sozusagen die rechte Seite, wenn ich drin sitze. Vorne diese beiden schönen Spiegel, dann noch die Blinker, dazu noch der Scheinwerfer. Ich habe sozusagen Zutritt in die Kabine nur über die linke Hand befindliche Tür. Dort steige ich ein, dort steige ich aus. Und das ist hier alles mit GFK gemacht, das ist also noch unverkleidet. Wer es also noch ein bisschen netter und schöner haben will, auch das ist möglich. So, jetzt hier vorne die ganzen Elemente, also das MP4-Player, das große Display, dann hier der Blinker, davor noch die Hupe, hier der Lichtschalter, dann der Schalter für die Griffheizung. Sitzheizung haben wir auch noch verbaut, weil in dem Fahrzeug gibt es ja keine Heizung an in dem Sinne. Deshalb, also wer nicht frieren möchte, der nimmt diese beiden Elemente mit hinzu. Dann nochmals die Elemente hier an der Seite. Unten der Zündschlüssel zum Starten des Fahrzeuges und dann der Fahrwählschalter. Vorwärts und rückwärts. Beim Betätigen des Rückwärtsschalters sehe ich dann auch das Bild der Rückfahrkamera. Ansonsten das elektronische Display. Hier nochmal die beiden, also links und rechts gibt es jeweils einen Lautsprecher für diesen eingebauten Player. Da jetzt auch nicht keine Wunder erwarten, ja, sondern der macht halt Musik und das war's. Dieses Verkaufsfahrzeug hat jetzt noch einen externen Stromanschluss für meine Kaffeemaschine, meinen Bierkühler oder was auch immer ich da so im Sinn habe. Ich kann das Ganze natürlich auch autark gestalten. Hier nochmal ein Abwasseranschluss, falls ich eben Frischwasser da oben verwende. Hier nochmal die Rückfahrkamera. Und dann eben diese Platten. Also ich sagte schon, Sie können hier allerlei Sachen, also Sie können Ihre Fantasie freien Lauf lassen, was hier alles drin verbaut wird. Ob Sie nun da Honig verkaufen oder Met oder Bier oder Wein oder eben einfach Kaffee oder sonst was, Ihre Partei sozusagen promoten wollen. All das ist da möglich, denn wir haben hier dann halt eine richtige Aufbaufläche. Hier sehen Sie es schon so leicht angedeutet, da sieht man einen Flachbildfernseher. Und Sie können natürlich auch diese Klappen komplett nach oben machen, nicht nur wie so ein Regendach, sondern auch richtig nochmals als Werbedisplay nutzen. Hier und nochmal ein kleiner Blick auf den Motor, 3 kW, 45 km/h Höchstgeschwindigkeit, 72 Volt hat das Fahrzeug, hinten Scheibenbremsen, vorne auch nochmal Scheibenbremsen, also auch Sie können nicht nur gut fahren, Sie können auch gut bremsen. Dann die beiden Retro-Spiegel plus diese Blinker. Macht also tatsächlich schon was her, das Fahrzeug. Und natürlich kriegen Sie das auch in jeder Wunschfarbe, wie Sie es nur möchten. Ja, dass Ihre Firmenfarben hier auch noch gut zur Geltung kommen. Dazu wird das Fahrzeug dann einmal komplett lackiert. Wenn Sie das nur temporär nutzen wollen, naja, dann wird es eben nur foliert. Dann ist das Thema vielleicht noch ein bisschen universeller einsetzbar. Aber wie gesagt, Ihren Wünschen sind da keine Grenzen gesetzt. Sie sagen uns einfach, was Sie haben wollen, und dann bauen wir Ihnen das entsprechend so in der Farbe und in dem Erscheinungsbild. Jetzt gucken wir mal, wie sich so ein Fahrzeug fährt. Also erwarten Sie da keine Wunder. Ja, das Fahrzeug hat nur 3 Räder. Das Fahrzeug hat hinten Blattfedern und Sie sehen schon, hier das wackelt und holpert und scheppert halt. Aber das ist nun mal so, es ist eben ein Nutzfahrzeug. Und dieses Nutzfahrzeug kann eben nun mal nicht dahin schweben wie eine Sänfte, sondern ja, auf glatten Asphaltstraßen fühlt es sich am wohlsten, auf dem Messeuntergrund erst recht. Also auf dem Weg in die Messehalle kein Problem. Auf dem Weg zum nächsten Markt muss man dann schon mal ein bisschen vorsichtiger fahren. Aber zum Glück sind Sie ja vielleicht schon einiges gewohnt, weil Sie vorher schon eine Piaggio Abe im Einsatz haben. Und unser ARI mit der Retro-Front fühlt sich aber eben genauso wohl im Innenstadtbereich wie auch auf Landstraßen. Sie sehen schon, der kommt überall durch, hat eben ja auch nur knapp 3 Meter Länge und 1,12 Meter Breite. Also da ist auch möglich, den mal im Transporter mitzunehmen oder sowas. Der passt einfach hinten rein.
Und das ist schon sehr praktisch. Sie müssen also nicht zwingend einen Anhänger erst anmieten oder sonst was für Aufwände machen. Das Fahrzeug ist ja auch nicht besonders schwer, also mit allen drum und dran liegen wir so bei knapp 350 Kilo. Das kann also auch ohne weiteres dann zugeladen werden. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, so ein Fahrzeug ist doch genau das Richtige für uns, für unsere PR-Aktion nächsten Sommer oder sowas, dann kommen Sie einfach auf uns zu, konfigurieren sich mal so ein Fahrzeug bei uns auf der Webseite und dann freuen wir uns auf Ihre Ideen, die wir dann gerne mit Ihnen gemeinsam bis ins kleinste Detail planen und dann natürlich auch für Sie umsetzen. Vielen Dank.